Mein Name ist Anna. Ich bin 28 Jahre alt und lebe mit meinem Ehemann Lukas in einer kleinen Wohnung. Wir waren seit 2 Jahren verheiratet. Unser Leben war nicht perfekt, aber ruhig und friedlich. Wir arbeiteten, aßen zusammen zu Abend, sahen abends Filme und sprachen über unsere Zukunft. Ich glaubte, dass wir glücklich waren. Dann wurde vor 5 Wochen unsere Tochter geboren. Die Geburt war schmerzhaft und erschöpfend. Ich hatte Angst, aber als ich ihren ersten Schrei hörte, änderte sich alles. Die Krankenschwester legte sie in meine Arme und Tränen liefen über mein Gesicht. Sie war so klein. Ihre Finger waren winzig. Ihr Gesicht war weich und friedlich. Ich fühlte eine Liebe, die ich noch nie zuvor gespürt hatte. Aber als Lukas sie ansah, veränderte sich sein Gesichtsausdruck. Unser Baby hatte sehr helle Haare und hellblaue Augen. Ich habe dunkle Haare und braune Augen. Lukas hat ebenfalls braune Haare und braune Augen. Zuerst dachte ich, er sei einfach überrascht. »Lukas«, flüsterte ich, »ist sie nicht wunderschön?« Er lächelte nicht. Er starrte sie weiter an, als wäre etwas nicht in Ordnung. »Warum sieht sie so aus?« fragte er. Ich war verwirrt. »Wie meinst du das?« »Ihre Haare, ihre Augen«, sagte er. »Sie sieht keinem von uns ähnlich.« Seine Worte taten mir tief weh. »Sie ist ein Baby«, sagte ich leise. »Babys können bei der Geburt anders aussehen. Das kann sich ändern, wenn sie wachsen.« Aber Lukas schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte er. »Irgendetwas stimmt nicht.« Ich war müde. Mein Körper tat weh. Ich hatte gerade ein Kind geboren und alles, was ich wollte, war Frieden. Ich wollte, dass mein Mann unsere Tochter in den Arm nimmt und mit mir glücklich ist. Stattdessen sah er sie an, als wäre sie ein Rätsel. Am nächsten Tag kamen wir aus dem Krankenhaus nach Hause. Meine Schwester Emma kam, um mir zu helfen. Sie kochte, putzte und hielt das Baby, wenn ich mich ausruhen musste. Sie sah meine Tochter voller Liebe an und sagte, »Sie ist perfekt.« Ihre Worte halfen mir zu atmen, aber Lukas wurde immer distanzierter. Er hielt das Baby nicht lange im Arm. Er setzte sich nicht mehr neben mich. Die meiste Zeit verbrachte er still und kühl in einem anderen Zimmer. Eines Abends kam er ins Schlafzimmer. »Wir müssen reden«, sagte er. Mein Herz begann nervös zu schlagen. »Was ist los?« Er sah auf den Boden und dann wieder zu mir. »Ich will einen DNA-Test.« Für einen Moment konnte ich nicht sprechen. »Einen was?« flüsterte ich. »Einen Test«, sagte er. »Ich muss wissen, ob sie wirklich meine Tochter ist.« Es fühlte sich an, als wäre etwas in meiner Brust zerbrochen. »Lukas«, sagte ich mit zitternder Stimme, »wie kannst du so etwas sagen? Ich habe dich niemals betrogen, niemals.« Er blickte weg. »Ich weiß nicht, was ich glauben soll«, sagte er. »Ihr Aussehen ergibt keinen Sinn.« Tränen füllten meine Augen. »Du kannst einen Arzt fragen«, sagte ich. »Du kannst darüber lesen. Babys können helle Haare haben.
Ihre Augenfarbe kann sich verändern. Aber er hörte nicht zu. Ich will einen Beweis, sagte er. Und wenn du dich weigerst, dann ist diese Ehe vielleicht sowieso vorbei. Ich starrte ihn an. Die Ehe vorbei? Ich hatte gerade sein Kind geboren. Ich war schwach, müde und voller Schmerzen. Und jetzt sprach er davon, mich zu verlassen. Ich sah auf unser schlafendes Baby hinunter. Sie sah so friedlich aus, als wüsste sie nichts von dem Schmerz um sie herum. Schließlich sagte ich, gut, wir machen den Test. Lukas nickte nur. Er entschuldigte sich nicht. Am nächsten Morgen sah ich, wie er eine Tasche packte. »Wohin gehst du?« fragte ich. »Zu meinen Eltern«, sagte er. »Ich brauche Zeit zum Nachdenken.« »Du gehst jetzt?« fragte ich. »Gerade jetzt, wo ich dich am meisten brauche.« Er antwortete nicht richtig. Er sagte nur, »Ich brauche Abstand.« Dann ging er. Als sich die Tür schloss, fühlte sich die Wohnung kälter an als je zuvor. Ich setzte mich auf das Sofa und weinte. Mein Baby wachte auf und begann ebenfalls zu weinen. Ich nahm sie fest an meine Brust. »Sch«, flüsterte ich, »du bist sicher, Mama ist hier.« Aber innerlich fühlte ich mich nicht sicher. Die Tage danach waren sehr schwer. Emma blieb bei mir und half mir so gut sie konnte. Lukas schickte nur kurze Nachrichten. »Hast du den Test gebucht? Wie geht es dem Baby?« Nichts weiter. Keine Liebe, kein Trost, keine Entschuldigung. Dann, eines Nachmittags, rief mich Lukas Mutter an. Ihre Stimme klang scharf. »Anna, ich habe gehört, was passiert ist«, sagte sie. »Wenn dieses Kind nicht das Baby meines Sohnes ist, wirst du dafür bezahlen.« Meine Hände begannen zu zittern. »Ich habe nichts falsch gemacht«, sagte ich. »Das werden wir sehen«, antwortete sie und legte auf. Ich saß einfach da und starrte auf mein Handy. Ich war müde davon, mich ständig verteidigen zu müssen. Ich war müde davon, wie eine Lügnerin behandelt zu werden. In dieser Nacht hielt ich meine Tochter fest im Arm und betrachtete ihr kleines Gesicht. Ihre hellen Augen sahen mich an. »Du bist seine Tochter«, flüsterte ich. »Du gehörst zu uns.« Aber Lukas war nicht da, und dieser Schmerz tat mehr weh als alles andere. Die Tage nach Lukas Weggang fühlten sich endlos an. Der Morgen kam, die Nacht kam, aber alles fühlte sich gleich an. Ich blieb mit meiner kleinen Tochter in der Wohnung. Ich fütterte sie, zog sie um, hielt sie im Arm, wenn sie weinte, und versuchte ihr all die Liebe zu geben, die ich hatte. Aber innerlich zerbrach ich. Mein Körper war nach der Geburt noch immer schwach. An manchen Tagen tat mein Rücken so sehr weh, dass ich kaum gerade stehen konnte. Manchmal wurde mir schwindelig, wenn ich von einem Zimmer ins andere ging. Aber ich konnte nicht aufhören. Meine Tochter brauchte mich. Also machte ich weiter. Emma blieb bei mir und half mir so gut sie konnte. Sie kochte einfache Mahlzeiten, putzte die Wohnung und nahm das Baby auf den Arm, wenn meine Arme zu müde wurden. Eines Nachmittags sah sie mich an und sagte,
Anna, du brauchst Schlaf. Ach, ich kann nicht, flüsterte ich. Was ist, wenn das Baby weint? Ich kümmere mich um sie, sagte Emma. Bitte ruh dich aus. Ich legte mich hin, aber mein Kopf wurde nicht ruhig. Lukas Worte kamen immer wieder zurück. Ich brauche einen Beweis. Ich will einen Test. Vielleicht ist diese Ehe vorbei. Ich schloss die Augen, aber der Schlaf kam nicht. Mein Herz war zu verletzt. An diesem Abend machte mein Handy ein Geräusch. Es war Lukas. Hast du den Termin gemacht? Ich starrte lange auf die Nachricht. Keine Frage nach mir. Keine Frage nach meinem Schmerz. Nur der Test. Ich schrieb zurück, ja, morgen früh. Seine Antwort kam schnell. Gut. Dieses eine Wort machte meine Brust schwer. Emma sah mein Gesicht und setzte sich neben mich. Was hat er gesagt? Er hat nur nach dem Test gefragt, sagte ich, sonst nichts. Emmas Gesicht wurde ernst. Er sollte sich schämen, sagte sie leise. Du solltest das nicht alleine durchmachen müssen. Am nächsten Morgen wachte ich auf, bevor die Sonne ganz aufgegangen war. Meine Hände fühlten sich kalt an. Mein Magen war angespannt. Emma half mir, dem Baby ein weiches kleines Outfit anzuziehen. Meine Tochter sah friedlich aus, als hätte sie keine Ahnung, dass die Erwachsenen um sie herum innerlich zerbrachen. In der Klinik wartete Lukas bereits. Für einen Moment zog sich mein Herz zu ihm hin. Ich vermisste ihn. Ich vermisste den Mann, für den ich ihn gehalten hatte. Hallo, sagte ich leise. Hallo, antwortete er. Keine Umarmung, kein Lächeln, keine Wärme. Er sah unser Baby einen Moment lang an und blickte dann weg. Eine Krankenschwester rief unsere Namen und führte uns in einen kleinen Raum. Der Test selbst ging schnell. Ein paar Proben, ein paar Anweisungen und dann war es vorbei. Aber für mich fühlte es sich schmerzhaft an. Nicht wegen des Tests, sondern wegen dessen, was dieser Test bedeutete. Vor der Klinik stand Lukas schweigend neben mir. Sie haben gesagt, dass die Ergebnisse ein paar Tage dauern werden, sagte er. Ich weiß, antwortete ich. Ich wollte etwas sagen, das ihn wieder zu mir zurückbringen würde. Aber ich wusste nicht, welche Worte das noch reparieren konnten. Schließlich sagte ich, Lukas, ich hab dich niemals betrogen. Er blickte nach unten. Wir werden es bald wissen. Diese Worte trafen mich tief. Ich schluckte meine Tränen hinunter. Du brauchst ein Stück Papier, um es zu wissen, sagte ich leise. Aber ich kenne die Wahrheit bereits. Er antwortete nicht. Danach ging er zurück zu seinen Eltern. Ich ging mit Emma und meinem Baby nach Hause. Das Warten war der schlimmste Teil. Jeder Tag fühlte sich länger an als der davor. Immer wieder sah ich auf mein Handy. Ich wartete auf einen Anruf, eine Nachricht, irgendetwas. Aber da war nur Stille. Nachts saß ich neben meiner Tochter und hörte ihre kleinen Atemzüge. Du wirst geliebt, flüsterte ich ihr zu. Egal, was andere sagen. Dann rief Linda wieder an. Ich wollte nicht rangehen, aber ich tat es trotzdem.
Ihre Stimme war kalt. Gibt es schon Ergebnisse? Nein, sagte ich. Du solltest Angst haben, antwortete sie. Die Wahrheit kommt immer ans Licht. Ich fühlte mich müde, so unglaublich müde. Ich habe keine Angst vor der Wahrheit, sagte ich. Ich bin es leid, wie eine Lügnerin behandelt zu werden. Sie lachte leise. Das werden wir sehen. Dann legte sie auf. Ich saß einfach da, das Handy in meiner Hand und fühlte mich leer. Emma kam aus der Küche und sah mein Gesicht. War sie es wieder? Ich nickte. Emma nahm mir das Handy aus der Hand und legte es auf den Tisch. Lass nicht zu, dass sie dich zerstören, sagte sie. Du weißt, wer du bist. Ihre Worte halfen mir zu atmen. Ein Tag verging, dann noch einer, dann noch einer. Am 4. Tag kam eine Nachricht von der Klinik. Die Ergebnisse sind da. Bitte kommen Sie vorbei. Mein Herz begann schnell zu schlagen. Das war der Moment. Ich zeigte Emma die Nachricht. Sie nickte und sagte, ich komme mit dir. Dann schrieb ich Lukas eine Nachricht. Die Ergebnisse sind da. Er antwortete fast sofort. Ich treffe dich dort. Natürlich, dachte ich. Jetzt antwortet er schnell. Vor der Klinik wartete Lukas bereits am Eingang. Sein Gesicht war ernst. Wir sahen uns an, aber keiner von uns lächelte. Lass uns reingehen, sagte er. Ich hielt mein Baby fest an mich gedrückt und ging hinein, Schritt für Schritt. Mein Herz schlug laut in meiner Brust. Ich war nervös, ich war verletzt. Aber ich war mir nicht unsicher. Denn ich kannte die Wahrheit. Und jetzt würde Lukas sie endlich auch sehen. Wir saßen in einem kleinen Raum der Klinik. Die Wände waren weiß. Der Tisch war sauber. Alles sah ruhig aus, aber ich fühlte mich überhaupt nicht ruhig. Ich hielt mein Baby fest an meine Brust gedrückt. Sie war still in meinen Armen und schlief friedlich. Ich sah ihr kleines Gesicht an und wünschte, ich könnte mich auch so friedlich fühlen. Lukas saß neben mir, aber nicht nah. Zwischen uns war ein kleiner Abstand. Dieser Abstand fühlte sich schmerzhaft an, als würde er alles zeigen, was zwischen uns passiert war. Eine Krankenschwester kam herein und legte einen Umschlag auf den Tisch. Hier sind die Ergebnisse, sagte sie leise. Dann verließ sie den Raum. Für ein paar Sekunden bewegte sich niemand. Der Umschlag lag auf dem Tisch. Ich sah Lukas an. Mach du ihn auf, sagte ich. Er nickte langsam, seine Hände waren nicht ruhig. Ich konnte sehen, dass auch er nervös war. Er nahm den Umschlag, öffnete ihn und zog das Papier heraus. Ich beobachtete sein Gesicht, nicht das Ergebnis. Seine Augen wanderten über die Seite. Dann plötzlich hielt er inne. Sein Gesicht wurde blass. Sein Mund öffnete sich leicht, aber keine Worte kamen heraus. Ich wusste bereits, was dort stand. Trotzdem fragte ich, was steht da? Er antwortete nicht. Also beugte ich mich näher und sah selbst auf das Papier. Das Ergebnis war eindeutig. Lukas war der Vater. Für einen Moment konnte ich nicht atmen. Dann ging ein tiefes Gefühl der Erleichterung durch meinen Körper.
Ich hatte recht. Ich hatte die ganze Zeit recht gehabt. Ich sah Lukas an. Er wirkte immer noch geschockt, als hätte er eine andere Wahrheit erwartet. Und das verletzte mich erneut. All die einsamen Nächte kamen zurück. All das Weinen. All die Schmerzen nach der Geburt. All die kalten Nachrichten. All die Male, in denen er unser Baby ansah, als wäre sie nicht seine Tochter. Meine Stimme war leise, aber fest. Ich habe es dir gesagt. Lukas sah mich an. Dann ließ ich ein kleines Lachen heraus. Es war kein glückliches Lachen. Es war nicht grausam. Es war das Lachen eines Menschen, der zu lange zu viel Schmerz getragen hatte. Lukas' Gesicht veränderte sich. »Warum lachst du?« fragte er. »Weil ich dir von Anfang an die Wahrheit gesagt habe«, sagte ich. »Und du hast mir trotzdem nicht geglaubt.« »Das ist nicht lustig«, sagte er. »Ich weiß«, antwortete ich. »Es war auch nicht lustig, als du mich nach der Geburt allein gelassen hast. Es war nicht lustig, als du einen Beweis verlangt hast, als wäre ich eine Lügnerin.« Sein Gesicht wurde rot. »Ich war verwirrt«, sagte er. »Jeder hätte Fragen gehabt.« »Nein«, sagte ich. »Nicht jeder hätte seine Frau und sein neugeborenes Baby verlassen.« Er stand plötzlich auf. »Du verstehst nicht, wie ich mich gefühlt habe.« Ich sah ihn mit müden Augen an. »Und du hast dich nicht darum gekümmert, wie ich mich gefühlt habe.« Der Raum wurde still. Dann sprach ich weiter. Ich war schwach. Ich hatte Schmerzen. Ich brauchte dich. Aber anstatt an meiner Seite zu bleiben, bist du weggegangen. Lukas blickte nach unten. Ich brauchte Abstand, sagte er. Du brauchtest Vertrauen, antwortete ich. Das machte ihn still. Einen Moment später öffnete Emma die Tür und kam herein. »Ist alles in Ordnung?« fragte sie. Ich sah sie an und sagte, »Das Ergebnis ist da. Er ist der Vater.« Emmas Gesicht wurde weich. »Natürlich ist er das«, sagte sie. Lukas wirkte unwohl. Er nahm seine Jacke vom Stuhl. »Ich muss gehen«, sagte er. Ich starrte ihn an. »Schon wieder?« »Ich brauche Zeit zum Nachdenken«, sagte er. Diese Worte fühlten sich jetzt leer an. »Du hattest bereits Zeit«, sagte ich. »Viele Tage.« Aber er antwortete nicht. Er ging aus dem Raum. Die Tür schloss sich hinter ihm. Dieses Mal weinte ich nicht. Ich fühlte mich müde, aber ich fühlte auch Ruhe. Die Wahrheit war nicht länger nur in meinem Herzen. Jetzt stand sie auf Papier. Niemand konnte mich mehr eine Lügnerin nennen. Emma setzte sich neben mich und berührte meine Schulter. »Geht es dir gut?« Ich sah mein Baby an. Ihre Augen waren jetzt offen, hell und sanft. »Ich glaube, irgendwann wird es mir gut gehen«, flüsterte ich. Später gingen wir nach Hause. Die Wohnung war still, aber die Stille fühlte sich anders an. Vorher fühlte sie sich schwer an. Jetzt fühlte sie sich klar an wie nach einem Sturm. In dieser Nacht rief Linda an. Ich sah lange auf den Bildschirm, bevor ich ranging. »Wir haben von dem Ergebnis gehört«,
sagte sie. Ich blieb still. Lukas ist verletzt, fügte sie hinzu. Ich schloss die Augen. Ich war auch verletzt, sagte ich. Es wurde still. Dann sagte sie, du hättest ihn nicht auslachen sollen. Und er hätte mich nicht beschuldigen sollen, antwortete ich. Darauf hatte sie keine Antwort. Nachdem das Gespräch beendet war, hielt ich mein Baby fest an mich gedrückt und sah mich im Zimmer um. Lukas war der Vater. Die Wahrheit war klar. Aber jetzt hatte ich eine neue Frage in meinem Herzen. Nach allem, was er getan hatte, wollte ich überhaupt noch, dass er zurückkommt? Nach dem Ergebnis fühlte sich das Haus anders an. Vorher fühlte sich die Stille schwer und schmerzhaft an. Jetzt fühlte sie sich ruhiger an, als wäre der Sturm vorbei, auch wenn die Sonne noch nicht ganz zurück war. Lukas kam an diesem Tag nicht nach Hause. Er rief auch nicht an. Er schickte nur eine kurze Nachricht. Ich brauche mehr Zeit. Ich sah lange auf diese Worte. Mehr Zeit. Ich war müde davon, auf ihn zu warten. Ich war müde von seiner Distanz, seinen Zweifeln und seinem Schweigen. Also antwortete ich nicht. Stattdessen richtete ich meine Aufmerksamkeit auf meine Tochter. Jeden Tag veränderte sie sich ein wenig. Ihre Augen wirkten heller. Ihre Hände bewegten sich mehr. Manchmal machte sie kleine Geräusche und manchmal schenkte sie mir ein kleines Lächeln. Dieses kleine Lächeln machte mein Herz warm. Jeden Morgen sprach ich mit ihr. »Guten Morgen, meine süße Kleine«, flüsterte ich. »Du und ich, wir sind stark.« Ich sagte diese Worte zu ihr, aber tief in meinem Inneren sagte ich sie auch zu mir selbst. Emma blieb noch ein paar Tage bei mir. Sie half mir mit dem Essen, dem Putzen und mit dem Baby. Aber bald musste sie wieder nach Hause zurückkehren. Bevor sie ging, umarmte sie mich fest. »Du wirst das schaffen«, sagte sie. Ich nickte, obwohl mein Herz Angst hatte. Nachdem sie gegangen war, wurde die Wohnung wieder still. Es waren nur noch ich und mein Baby da. Eines Nachmittags saß ich am Fenster, während meine Tochter in meinen Armen schlief. Das Sonnenlicht lag weich auf dem Boden. Für einen Moment war alles friedlich. Ich dachte an mein Leben, bevor all das passiert war. Lukas und ich hatten früher zusammen in der Küche gelacht. Wir hatten zusammen Filme geschaut. Wir hatten über die Zukunft gesprochen, als wäre sie etwas Schönes. Jetzt fühlten sich diese Erinnerungen weit entfernt an. Ich stellte mir eine einzige Frage. Kann ich ihm jemals wieder vertrauen? Die Antwort kam nicht schnell. Ich erinnerte mich an das Krankenhaus, sein kaltes Gesicht, seine Zweifel, seine Worte. Ich brauche einen Beweis. Ich erinnerte mich an die Nächte, in denen ich allein weinte, während er bei seinen Eltern blieb. Ich schloss die Augen. »Noch nicht«, flüsterte ich. »Vielleicht sehr lange nicht.« An diesem Abend klopfte jemand an die Tür. Mein Herz sprang auf. Ich öffnete langsam. Lukas stand dort. Er sah müde aus. Seine Augen waren rot und sein Gesicht sah anders aus, weicher, schwächer.
»Hallo?« sagte er. »Hallo«, antwortete ich. Für ein paar Sekunden sahen wir uns nur an. »Kann ich reinkommen?« fragte er. Ich trat zur Seite. Er kam leise herein und blickte sich in der Wohnung um. Dann fiel sein Blick auf das Baby. »Sie sieht größer aus«, sagte er. »Sie wächst«, antwortete ich. Er trat näher. »Kann ich sie halten?« Ich zögerte kurz, dann legte ich sie vorsichtig in seine Arme. Er hielt sie ganz sanft. Sein Gesicht veränderte sich, als er sie ansah. »Sie ist wunderschön«, flüsterte er. Ich sagte nichts. Wir setzten uns. Der Raum war wieder still, aber diese Stille fühlte sich anders an. Dann sprach Lukas. »Es tut mir leid.« Ich sah ihn an und wartete. »Ich lag falsch«, sagte er. »Ich habe an dir gezweifelt. Ich habe dich verletzt. Ich bin gegangen, obwohl ich hätte bleiben sollen.« Seine Worte waren gut, aber mein Herz blieb vorsichtig. »Du hast gedacht, dass ich dich betrogen habe«, sagte ich. Er blickte nach unten. »Ja«, gab er zu. »Ich habe dir von Anfang an die Wahrheit gesagt«, sagte ich. »Meine Worte hätten genug sein müssen.« Er nickte langsam. »Du hast recht.« Seine Augen waren voller Reue. »Ich habe ihre ersten Tage verpasst«, sagte er. »Ich habe deinen Schmerz verpasst. Ich möchte das wieder gut machen. Ich möchte nach Hause kommen.« Ich sah ihn lange an. Ein Teil von mir wollte ihm glauben, aber ein anderer Teil erinnerte sich an alles. »Ich weiß nicht, ob zwischen uns alles okay ist«, sagte ich ehrlich. Sein Gesicht veränderte sich. »Ich bin immer noch verletzt«, fuhr ich fort. »Vertrauen wird nicht an einem Tag repariert.« »Ich werde es versuchen«, sagte er schnell. »Ich verspreche es.« Ich schüttelte leicht den Kopf. »Es geht nicht um schnelle Versprechen. Das wird Zeit brauchen. Echte Zeit. Kein Weglaufen. Kein Schweigen. Kein Verschwinden, wenn es schwierig wird.« Er hörte still zu. »Du kannst für deine Tochter da sein«, sagte ich. »Du kannst helfen. Du kannst ihr Vater sein.« Hoffnung erschien in seinen Augen. »Aber als Ehemann«, fügte ich hinzu, »musst du dir mein Vertrauen wiederverdienen.« Er nickte. »Ich verstehe.« In dieser Nacht blieb Lukas. Er half dabei, die Windeln zu wechseln. Er hielt das Baby, wenn sie weinte. Er brachte mir Wasser. Es fühlte sich seltsam an, ihn wieder hier zu sehen, aber vielleicht war es ein Anfang. Die nächsten Tage waren nicht perfekt. Manche Momente fühlten sich friedlich an. Manche Momente taten noch weh. Manchmal wollte ich reden. Manchmal wollte ich Abstand. Aber dieses Mal versteckte ich meine Gefühle nicht. Wenn ich verletzt war, sagte ich es. Wenn ich müde war, sagte ich es. Wenn ich Hilfe brauchte, fragte ich danach. Und Lukas hörte zu. Langsam begannen wir von vorne. Nicht wie früher. Anders, vorsichtiger, ehrlicher. Eines Nachts sah ich meine Tochter zwischen uns schlafen. Ich fühlte Ruhe. Noch nicht vollkommenes Glück, aber Ruhe. Ich habe etwas Wichtiges gelernt. Liebe ohne Vertrauen ist zerbrechlich.
Eine Familie kann nicht nur auf Gefühlen stehen. Sie braucht auch Respekt, Geduld und Vertrauen ineinander. Ich habe auch gelernt, dass ich stärker war, als ich dachte. Ich konnte allein stehen. Ich konnte mein Kind beschützen. Und ich würde niemals wieder Schmerz schweigend akzeptieren. Mein Name ist Anna. Das ist meine Geschichte. Wenn es eine Lektion gibt, dann diese. Verurteile die Person, die du liebst, nicht, bevor du die Wahrheit kennst. Verlasse niemanden, wenn er dich am meisten braucht. Denn manche Wunden können heilen, aber sie hinterlassen trotzdem Narben. Danke, dass du dir die ganze Geschichte angehört hast. Ich hoffe, Annas Geschichte hat dein Herz berührt und dir geholfen, dein deutsches Hörverständnis zu verbessern. Denke daran, jede Geschichte, die du hörst, kann dir helfen, neue Wörter zu lernen, Gefühle zu verstehen und dein Deutsch Schritt für Schritt zu verbessern. Wenn du dein Deutsch mit einfachen und emotionalen Geschichten verbessern möchtest, dann abonniere bitte German Tales. Deine Unterstützung hilft diesem Kanal zu wachsen und hilft uns, mehr Geschichten für Deutschlernende zu erstellen. Bis zur nächsten Geschichte. Tschüss und viel Spaß beim Deutschlernen.